Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich die Burg Rabenstein in Chemnitz. Sie gehört zu den kleinsten Burgen in Sachsen und gern möchte ich euch heute Spannendes über die Rabensteiner Fehde erzählen und über die Herren von Karlowitz. Die Burg Rabenstein, 7 Kilometer westlich der Chemnitzer Innenstadt, entstand in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, als die deutschen Kaiser und Könige ihr Reichsgut Pleißenland besiedelten und ausbauen ließen. Sie diente in erster Linie als Verwaltungsmittelpunkt einer neu gegründeten Herrschaft, die 11 Dörfer umfasste. Eine wichtige Aufgabe der Burg war die Sicherung der von Altenburg kommenden Verkehrswege ins Böhmische. Ministerialen und kaiserliche Dienstleute wurden mit Burg und Herrschaft belehnt. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts befand sich Rabenstein im Besitz der Reichsministerialen von Waldenburg. 1375 verkaufte die Familie die Herrschaft mitsamt der Burg an das Chemnitzer Benediktinerkloster und legte damit den Grund für die Rabensteiner Fehde. Zu dieser Zeit war die Burg wesentlich größer als die heutige Anlage. Den Burgfelsen umschloss eine lange Ringmauer. An der Ringmauer waren sowohl Außen- wie auch Innengebäude angeblendet. Vor der Ringmauer befand sich zum Schutz noch ein Wassergraben. Um die Burg herum gelangt man zum Treppenaufgang. Er führt über die Mauerreste eines ehemaligen Treppenturmes, in dessen Inneren seltene Moose wachsen, hinweg. Der mit den Waldenburgern familiär verbundene Burggraf Albert von Leisnig sah sich durch den Verkauf in seinen Besitzansprüchen hintergangen und versuchte, dem Kloster die Burg mit Waffengewalt zu entreißen. Historisch belegt ist, dass Burggraf Albrecht von Leisnig 1386 offenbar in einem Handstreich die Burg Rabenstein eroberte. Die Burg Rabenstein war bis dahin im Besitz des Chemnitzer Bergklosters. Als der Papst Nachricht darüber erhielt, war er sehr erzürnt. In der Anklageschrift stand, die Truppen von Albrecht hätten bei der Einnahme der Burg Rabenstein auch deren Kapellentür gewaltsam aufgebrochen und in der Kapelle übel gehaust und geplündert. Von alledem ließ Burggraf Albrecht sich zunächst nicht beeindrucken. Er behielt Herrschaft und Burg Rabenstein bis zur Einnahme durch Veit von Schönburg in seiner Hand. Der unregelmäßig ovale, tonnengewölbte Raum des Burgkellers war möglicherweise die Burgkapelle, von der die wenigen historischen Dokumente zur Rabensteiner Fehde sprechen und in dem die Söldner Albert von Leisnigs wie Räuber und Kirchenschänder die heiligen Gefäße und Reliquien vom Altare rissen und fortgeschleppt haben sollen. Ein Grund, der zur harten Strafe durch den Papst führte. Überraschend nahm Veit I. von Schönburg die Burg Rabenstein in Besitz. Er vertrieb die Besatzung des Burggrafen Albrecht von Leisnig. Es soll zwischen Albrecht von Leisnig und Veit I. von Schönburg schon zuvor ein alter Streit bestanden haben. Veits Überfall soll am helllichten Tage erfolgt sein. Markgraf Wilhelm von Meißen ließ schließlich ein Gericht tagen, wofür er 2 Räte und 2 Bischöfe als Richter einsetzte. Ihr Urteil lautete: Der Burggraf Albrecht von Leisnig hat die Herrschaft und Burg Rabenstein innerhalb von 15 Tagen zu räumen und alles Geraubte dem Kloster Chemnitz zurückzugeben. Außerdem sollte er 8000 Goldgulden als Strafe an das Kloster zahlen. Als Spätfolge der Rabensteiner Fehde belagerte der Markgraf von Meißen 1388 die Burg Waldenburg, in der sich Veit I. von Schönburg aufhielt.
Erst 1396 bestätigte Markgraf Wilhelm von Meißen den Verkauf von Burg und Herrschaft Rabenstein an das Kloster Chemnitz. Damit endet die Fehde nach 10 Jahren. Die Chemnitzer Benediktiner übten bis 1543 die Herrschaft in Rabenstein aus. Als das Kloster im Zuge der Reformation enteignet wurde, gliederte der sächsische Kurfürst auch die Rabensteiner Teile in das neu geschaffene landesherrliche Amt Chemnitz ein. Im Jahr 1619 erwarb der kurfürstliche Forst- und Wildmeister Hans Georg von Carlowitz die Burg von seinem Landesherrn. Im Gegensatz zu vielen seiner Standesgenossen, die zu dieser Zeit die Enge ihrer Burgen verließen und stattdessen ihren Wohnsitz in repräsentative Schlösser verlegten, baute Carlowitz die Burg noch einmal zu Wohnzwecken aus. Der sogenannte Rittersaal ist der prächtigste Raum der Burg. Er vermittelt eine ungefähre Vorstellung, wie die Burg in ihrer Blütezeit unter den Carlowitz ausgesehen haben mag. Der flämische Kronleuchter und die bunten Fresken mit einheimischen, exotischen und fantastischen Tieren unterstreichen den festlichen Charakter des Saales. Die Spende vom Taufbecken und Altar für die Kirche Rabenstein beweist die Absicht, dass die Familie von Carlowitz den Ort zum Familienstammsitz machen wollte. Trotz der Bauernproteste renovierte Hans Georg von Carlowitz die Burg. Die Fresken im sogenannten Rittersaal weisen heute noch auf das Amt des Jägermeisters hin. Der jahrhundertelange Raubbau an den europäischen Wäldern hatte sowohl starkes Bau- als auch schwaches Brennholz verknappt. Die Verringerung der großen Holznot und der verantwortliche Umgang mit dieser wichtigen Ressource war eines von Carlowitz' Hauptanliegen. Es zieht sich als roter Faden durch dieses gesamte Buch. Darin ermahnt Carlowitz, mit Holz und Wäldern pfleglich umzugehen. Ende des Dreißigjährigen Krieges geboren, wuchs Carlowitz standesgemäß auf. Vom Vater Forstmann und Oberaufseher der Flößerei des Erzgebirges erhielt er erste Kenntnisse über die Holzwirtschaft. Nach Schule und Studium begann er eine Kavalierstour. Diese gehörte im Barock zum Werdegang junger Adliger. Die Fahrt begann und endete gefährlich. Hans sah Pestkranke in Holland, wurde Zeuge des großen Brandes von London und kam dort sogar als verdächtiger Ausländer für kurze Zeit in Haft. Das Obergeschoss der Burg mit seinem großen Saal ist eine Ergänzung aus dem frühen 17. Jahrhundert, als die noch vorhandenen Reste der Burg in eine Art Jagdhaus mit Festsaal umgebaut wurden. Vermutlich im Zuge dieses Baugeschehens wurde eine unmittelbare Anbindung des neu geschaffenen Saales an den Burgfried ausgeführt. Eine Fachwerkkonstruktion verband die beiden massiv gemauerten Baukörper, Palas und Turm. Nach der Kavalierstour wieder in Sachsen wurde Hans Karl von Carlowitz Kammerjunker am kurfürstlichen Hof in Dresden. Junge Adlige dienten zu dieser Zeit in verschiedenen Ämtern von Hof- und Staatsverwaltung. Als Höfling nahm er 1672 am festlichen Diana-Ringrennen teil. Noch im selben Jahr wurde er zur Unterstützung seines Vaters Amtshauptmann. Erstmals gehörte die Sorge um Wälder und Forsten zu seinen Aufgaben. Der heutige Zugang zum Turm vom Palas aus ist der ehemals einzige Eingang zum Bergfried. Er befand sich in ca. 7 Meter Höhe und war nur über Anstell- oder Strickleitern zu erreichen, die eingezogen wurden, wenn der Burgherr mit Familie und Gefolge sich im Ernstfall in den Turm zurückgezogen hatte. Westlich des Bergfriedes schloss sich ein zweigeschossiger Wohnflügel an.
Vom Bergfried bietet sich ein herrlicher Rundblick auf den Park, das barocke Herrenhaus und den Ort Rabenstein. Von einem bis ins 18. Jahrhundert erhalten gebliebenen repräsentativen Gebäude der Unterburg, das offenbar die Funktion eines Torhauses zu erfüllen hatte, führte eine gemauerte zweibogige Brücke über den Wassergraben in Richtung Süden. Im Außengelände der Burg kann man in einer Führung die freigelegten, gesicherten und wieder zugänglich gemachten Gebäude des alten, ehemals zweistöckigen Westflügels besichtigen. Abgesehen von gelegentlichen Jagdaufenthalten Kurfürst Augusts wurde die Burg vor dem Besitz der Familie von Carlowitz weder zu Wohn- noch zu Wehrzwecken genutzt, noch irgendwelcher Pflegeaufwand betrieben. Das Resultat war fortschreitender Verfall. Burg Rabenstein wird im Amtsregister des Jahres 1579 als ein Altschloss und Haus zum Rabenstein fast gar eingegangen, bis auf das Haus überm Tore, darinnen eine Stube, anbei 3 Kammern und etliche Gewölbe beschrieben. Erneute Veränderungen der ursprünglichen, erhalten gebliebenen Burgarchitektur erfuhr Burg Rabenstein jedoch im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts, als Hans Georg von Carlowitz nicht nur die Wirtschaftsgebäude der Unterburg sanieren ließ, sondern auch die Oberburg zum repräsentativen Wohngebäude umwandelte. Die Familie von Carlowitz war rund 1,5 Jahrhunderte Eigentümer der Burg Rabenstein. Ab 1774 ist das Anwesen erstmals in bürgerlicher Hand. Der Chemnitzer Kaufmann Johann Georg Siegert kaufte Burg und Rittergut, renovierte die Anlage umfassend und ließ außerdem ein neues Herrenhaus und eine Schäferei errichten. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun wieder Spannendes über die Burg Rabenstein erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!